Falls du dich für Zen interessieren solltest oder eine andere Form von spiritueller Praxis, falls du zusätzlich Interesse an Spiral Dynamics und an der integralen Landkarte hast und dann noch vielleicht wissen möchtest, wie man das beides zusammen praktizieren kann, dann bleib mal dran. Na, dann schauen wir uns doch mal an, was denn eine integrale Zen-Praxis ist. Also einerseits so theoretisch, was das denn ist und vor allen Dingen natürlich, was ist denn das Praktische daran? Also wie kann man die denn tatsächlich praktisch nutzen? Also eine integrale Zen-Praxis, fangen wir mal mit dem Zen-Teil an oder mit dem spirituellen Teil. Das hat ganz offensichtlich was mit dem Wake-up zu tun, also mit dem Aufwachen, mit dem spirituellen Aufwachen oder Erwachen, was immer das heißt. Das werden wir uns dann gleich aus einer integralen Perspektive auch nochmal ein bisschen angucken. Das Integrale daran, das wirst du dir gedacht haben, wenn du meine anderen Video kennst, das hat irgendwas zu tun mit der integralen Landkarte. Also in irgendeiner Form werden wir die integrale Landkarte nutzen, um unser Wake-up zu unterstützen und natürlich auch unser Grow-up, also unser Aufwachsen, weil diese Dinge aus einer integralen Sicht untrennbar miteinander verbunden sind. Und unterwegs kommen wir quasi gar nicht umhin und nutzen auch sogar aktiv und willentlich noch Praktiken zum Clean-up, also zum Aufräumen, zu unserer Schattenarbeit, mit dem sehr wahrscheinlich zu erwartenden Ergebnis, dass wir dann auf eine andere Art und Weise uns in der Welt zeigen werden, also unser Show-up sich in irgendeiner Form verändern werden. Wenn du vielleicht meine anderen Videos zum Integralen kennst, dann werden dir diese vier Aspekte bekannt vorkommen. Die sind eigentlich immer verbunden mit irgendeiner Art integraler Praxis oder mit der Frage, wie man denn so eine integrale Landkarte anwenden kann. Aus meiner Sicht als Zen-Lehrer und integraler Coach ist gerade die Verbindung von Grow-up und Wake-up und Clean-up aus einer integralen Perspektive so powerful, also so wirkungsvoll, dass ich großen Spaß daran habe, jetzt genau diese Praxis hier mal vorzustellen. Dann schauen wir doch uns als erstes mal an, wie denn quasi der integrale Teil, also das Grow-up, das Reifen in meinen Entwicklungsebenen und das Wake-up vielleicht in dieser Praxisform miteinander zusammenhängen oder miteinander kombiniert werden können. Dazu differenzieren wir einfach mal in zwei verschiedene, sagen wir mal, Entwicklungsdimensionen. Das eine ist die Dimension des Verständnisses, das andere ist die Dimension der Erkenntnis. Und da würde ich sagen, kann man so ganz grob einfach vier verschiedene Zustände unterscheiden und natürlich alle möglichen Zwischenzustände. Der erste Zustand ist der, da ist weder Erkenntnis vorhanden noch großartiges Verständnis. Okay, das interessiert uns hier an der Stelle jetzt nicht so besonders. Der zweite Zustand wäre der, es hat jemand vielleicht irgendwie fleißig spirituelle Praxis geübt oder alle möglichen Dinge gemacht und ist wirklich zu einer tiefen, echten Erkenntnis gekommen dessen, worum es in der spirituellen Praxis geht. Es ist aber eben kein wirkliches philosophisches Verständnis da. Das heißt, es wird nur ganz schwer möglich sein, diese Erfahrung in irgendeiner Form in das eigene Narrativ, also in das eigene Weltbild integrieren zu können oder auch nur irgendwie sinnvoll artikulieren zu können. Der dritte mögliche Zustand wäre der, oh ja, da hat jemand ganz viel integrale Landkarte studiert und der weiß ganz furchtbar viel über Entwicklungsebenen und Zustände und all diese Dinge. Dieser jemand hat aber leider noch nicht so wirklich tiefe eigene persönliche unmittelbare Erkenntniserfahrung gesammelt, kann insofern vielleicht klug über irgendetwas reden, aber noch nicht so wirklich richtig aus dieser Erkenntnis oder Erfahrung heraus. Und, wirst du dir schon gedacht haben, natürlich gibt es einen vierten Zustand und das ist quasi der, den wir hier in dieser Praxisform anstreben, dass nämlich sowohl die individuelle, unmittelbare Erkenntnis vorhanden ist und ein Verständnis dessen, wow, was zeigt sich denn da eigentlich? Was passiert denn da? Und was hat das vielleicht sogar mit meinem Aufwachsen, also mit dem Grow-up und dem wachsenden Verständnis zu tun? Vielleicht ist das ja gar kein das ist ja vielleicht sind das gar nicht zwei unterschiedliche Dinge, sondern vielleicht hängen die viel mehr miteinander zusammen, als wir typischerweise so denken.
Möglicherweise wird dir schon aufgefallen sein, dass diese Grafik, die ich hier gezeigt habe, doch sehr an die Wilber-Koms-Matrix erinnert. Auch wenn du die jetzt noch nicht so genau kennst, ist gar nicht so schlimm. Aber hier zeigen sich nämlich genau die verschiedenen Entwicklungsebenen, hier mit den Farben von Spiral Dynamics dargestellt, also die Bewusstseinsstufen, durch die wir wachsen oder reifen können, und die Bewusstseinszustände, also die tiefen Dimensionen, sagen wir mal, des Seins, in die wir eben nicht durch unser Verständnis, aber eben durch eine spirituelle Praxis eintauchen können. Wie machen wir das also ganz praktisch? Hier geht es ja um eine integrale Zen-Praxis. Das hat irgendwas mit Praxis zu tun. Also geht es darum, irgendwas zu tun. Was tun wir denn genau? Aha, im Buddhismus gibt es ja den achtfachen Pfad. Und der achtfache Pfad beschreibt uns 8 verschiedene Aktivitäten oder 8 verschiedene Praxisbereiche, in denen wir uns engagieren sollen, um ein guter Buddhist zu werden. Und da sehen wir sowas wie die rechte Sicht, also die richtige Sichtweise natürlich, die gemeint ist. Das ist bei uns, entspricht quasi dem Grow-up, also dem Verständnisteil, wo wir eben wirklich genau mit unseren inneren Landkarten und mit unserem philosophischen Verständnis arbeiten. Dann gibt es natürlich den Wake-up-Teil, also ne, die rechte Achtsamkeit, das Streben und Üben und das rechte sich versenken, wo es um die unmittelbare Erfahrung eben genau der Erkenntnis geht, um die es letzten Endes beim Wake-up oder in der spirituellen Praxis geht. Und es gibt, das haben wir am Anfang gesehen, die Dimension des Show-up, also die Frage, wenn wir dann fleißig geübt haben, in welcher Form zeige ich mich denn dann anders in der Welt? Und auch das taucht hier in dem achtfachen Pfad auf, zum Beispiel beim rechten Handeln oder beim rechten Lebenserwerb. Also die Frage, hat alles das, was ich hier verstanden und erkannt habe, vielleicht sogar einen Einfluss darauf, nicht nur wie ich durch die Welt gehe, sondern vielleicht sogar, wie ich meine Brötchen verdiene. Ein Aspekt, der in dem achtfachen Pfad noch nicht so wirklich vorkommt, aber der bei uns vorkommt, ist der des Cleanup, also der Schattenarbeit. Deswegen werden wir in unserer Praxisform natürlich ganz gezielt bewusst Praxisformen mitüben, die das Cleanup mit unterstützen, weil, wie schon gesagt, alle diese 4 Aspekte oder alle diese Aspekte auf dem achtfachen Pfad sich gegenseitig wunderbar unterstützen und befeuern und beschleunigen können quasi auf dem eigenen Praxisweg. Schauen wir uns als nächstes mal an, was denn die philosophischen Grundlagen sind unserer integralen Zen-Praxis. Wir werden in dem Kurs uns ein paar Aspekte buddhistischer Philosophie anschauen, nur so die notwendigen Grundlagen, sagen wir mal, um so den Kontakt zu der Linie auch nicht ganz zu verlieren. Es gibt aber einen Aspekt, der in dieser Art der Betrachtungsweise eine ganz besonders große Rolle spielt. Und zwar ist das der buddhistische Philosoph Nagarjuna, der eine in unserem Zusammenhang hier ganz wesentliche Erkenntnis gewonnen hat oder Aussage getroffen hat. Und zwar hat der so ungefähr gesagt, so etwas wie Samsara, also Samsara als diese illusionäre Welt, also als Samsara, als diese Welt, an der wir oder in der wir leiden, dass dieses Samsara die Wirklichkeit ist, durch die Konzeptbrille betrachtet. Und das Nirvana, also der durch buddhistische Praxis angestrebte Zustand von Freiheit, also vor allen Dingen von Freiheit von Leiden, das Nirvana dieselbe Wirklichkeit ist, aber eben diese Wirklichkeit frei von Konzepten, also quasi ohne unsere Konzeptbrille betrachtet. Und dieser Zusammenhang ist aus meiner Sicht deswegen so wahnsinnig spannend und eben auch hilfreich dafür, die eigene Praxis zu gestalten, weil er eben darauf hinweist, ach Moment, wenn Samsara, also mein Erleben von Samsara, in dem ich eben möglicherweise leide, und als Buddhisten wollen wir ja Leiden verringern, wenn Samsara die Wirklichkeit ist, die ich durch meine Konzeptbrillen betrachte, und Nirvana, also der leidensfreie Zustand, dieselbe Wirklichkeit, aber eben nur frei von Konzepten ist, dann muss sich ja vielleicht an der Wirklichkeit gar nichts verändern, sondern muss nur was daran verändern an meinen Konzepten oder an der Frage, wie ich denn durch meine Konzeptbrille in die Welt schaue. Das schauen wir uns mal als nächstes an, was das denn bedeuten könnte.
Dieses Bild wirst du vielleicht aus anderen von meinen Videos schon kennen. Das ist das, mit dem ich immer erkläre, dass oder wie wir uns unsere Wirklichkeit konstruieren. In diesem Zusammenhang finde ich das eben spannend, weil wenn es um den Unterschied zwischen Samsara, also der Welt an oder in der wir leiden, und Nirvana, diesem Erleben von Freiheit geht, und die Aussage ist, Moment, Samsara ist nicht die Wirklichkeit da draußen oder die Wirklichkeit so, wie sie ist, sondern Samsara entsteht dadurch, dass wir die Wirklichkeit durch irgendeine Konzeptbrille betrachten. Und Nirvana ist die Freiheit von diesen Konzepten. Naja, dann gucken wir uns doch mal, wie denn diese Idee der Wirklichkeitskonstruktion uns dabei vielleicht sogar helfen kann. Erstens, diesen Zusammenhang besser zu verstehen und zweitens dann vor allen Dingen zu gucken, wie kann man denn daraus eine Praxis machen, sodass man das tatsächlich verändern kann. Also die Erkenntnis ist erstmal die, ach ja, genau, wir schauen durch irgendwelche Konzeptbrillen. Diese Konzeptbrillen bestehen aus verschiedenen Bestandteilen, auf die gehe ich jetzt hier nicht alle ein, aber schon mal ganz einfach sowas eben wie Label. Wir benennen sofort die Dinge, die wir sehen. Wir haben Überzeugungen davon, zum Beispiel so eine Überzeugung, ist das irgendwie gefährlich für mich oder nicht? Das ist auch total wichtig, dass ich da blitzeschnell zu so einer Entscheidung kommen kann. Wir haben entsprechende Konzeptlandkarten, die uns dabei helfen, eben unser Narrativ immer sinnvoller und vollständiger zu vervollständigen. Wir haben unsere Gedanken dazu, wir haben Bewertungen und. Ganz viele Aspekte, die irgendwie unsere Konzeptbrillen ausmachen, die dazu führen, dass wir die Wirklichkeit nicht so wahrnehmen, wie sie ist, sondern eben gemäß unserer Konzeptbrillen entsprechend gefärbt. Oft ist es so, dass wir genau an dieser Wahrnehmung leiden, dass irgendwas daran entspricht nicht meinen Überzeugungen, ich bewerte das so oder so, das führt zu Leiden. Und dieses Leiden wollen wir eben genau auf dem buddhistischen oder sagen wir mal auf dem spirituellen Praxisweg auch verändern. Wie kann man das dann machen? Zum Beispiel, indem wir üben, uns von diesen Konzeptbrillen ein Stückchen zu disidentifizieren. Also quasi buchstäblich wie ein Stück zurückzutreten und diese Konzeptbrillen, sagen wir mal, zum Objekt der Betrachtung selber zu machen. Dabei auch noch festzustellen, oh, da gibt es nicht nur die eine Brille, die wir Menschen alle aufhaben, und zwar alle dieselben, sondern da gibt es vielleicht ganz verschiedene Konzeptbrillen. Ach so, und die führen dazu, dass man dieselbe Wirklichkeit unterschiedlich wahrnimmt. Und das führt zu Leiden. Hm, wenn ich dem mit mehr verständnisvollem Mitgefühl begegne, und zwar nicht nur mir selber gegenüber, quasi Mitgefühl dafür, dass ich mir mein Leiden möglicherweise selber mitkonstruiere, sondern dass andere das auch tun, hilft mir das schon ein ganzes Stückchen damit, würde ich sagen, mit viel mehr mitfühlendem Verständnis eben auch anderen begegnen zu können oder in Konfliktsituationen anders umgehen zu können. Das heißt, wir lernen wirklich und üben. Also wir lernen im Sinne von verstehen und wir üben die Differenzierung zwischen, aha, irgendwie eine Wirklichkeit, die wir nicht genau kennen können, wie sie ist, aber ganz wesentlichen Bewusstseinsstrukturen und Filtern, die in mir quasi arbeiten, ob ich das will oder nicht. Ich kann es aber eben bewusst üben, die zumindest bewusst wahrzunehmen. Also bewusst zu sein und mir gewahr zu werden, wahrzunehmen, welche Filter denn da in mir zum Beispiel aktiv sind. Und wir können dann, wenn wir das eine Weile geübt haben und damit ein bisschen erfolgreich geworden sind, können wir noch ein Schrittchen tiefer gehen und können quasi uns dann noch sogar hinein entspannen in das leere, reine Gewahrsein. Also in eben dieses Zeugenbewusstsein, in diese reine Subjektivität, in der all das auftaucht, dessen wir uns gewahr sein können. Um das besser zu verstehen oder um da buchstäblich tiefer einzutauchen, benutze ich gerne ein Modell, ein Eisbergmodell. Und dieses Eisbergmodell grundsätzlich kennst du vielleicht, das ist irgendwie unterteilt in Bewusstes, in Unbewusstes, ich würde sagen in noch Unbewusstes und ich füge dann noch hinzu genau diese tiefere Ebene des Bewusstseins. Und das heißt, alle diese Elemente oder diese Aspekte, die wir vorhin auf der vorigen Folie gesehen haben, die tauchen ja wieder auf. Hier draußen gibt es also irgendwie eine Wirklichkeit und in unserem, am Anfang unserer Praxis noch Unbewussten, da gibt es eben genau diese Aspekte, diese Elemente, die unsere Konzeptbrille einfärben oder unsere Konzeptbrille ausmachen. Und es gibt die eine Ebene,
sagen wir mal, die tiefste Dimension, wenn wir uns in die Tiefen dieses Eisberges oder in die Tiefen unserer Praxis fortbewegen, diese Dimension, in der Bewusstsein ist. Also ich habe ganz bewusst hier nicht ein Substantiv geschrieben, sondern quasi die Tätigkeit, der Prozess des Seins. Und zwar bewusst zu sein. Also nicht einfach nur zu sein, sondern sehr wach und sehr bewusst zu sein. Das Ganze hat ja was mit Erwachen zu tun. Und das heißt, in diesem Fall sind wir uns eben genau der Filter, also der Aspekte, die in unserem Eisberg da am Anfang noch unbewusst waren. In diesem Fall werden wir uns dieser Aspekte immer bewusster. Was heißt das ganz praktisch? Ganz praktisch, und genau da werden wir entsprechende Praxisformen zu üben, heißt das, ach so, wenn ich in irgendeiner Form mit der Welt da draußen interagiere, also zum Beispiel durch meine Sinnesorgane irgendwelche Informationen aufnehme, dann durchlaufen die einen Prozess, in dem meine Filter und Konzepte hier eine Rolle spielen, und dann werde ich in irgendeiner Form agieren, also zum Beispiel handeln, das symbolisiert der Arm hier, oder in irgendeiner Form mich ausdrücken und sprechen. Der normale Weg ist typischerweise eher der, dass das eben uns nicht so bewusst ist, sondern durch die Ebene des noch Unbewussten abläuft und wir irgendwie musterhaft oder routinemäßig oder gewohnheitsmäßig reagieren auf Situationen. Das, was wir hier natürlich üben wollen oder praktizieren werden, ist, uns immer bewusster zu werden. Also bewusst uns die Zeit zu nehmen und die Bewusstheit zu nehmen, viel tiefer einzutauchen in den Eisberg oder in dem Fall in das noch Unbewusste und uns bewusst zu werden der Aspekte, die normalerweise meine Handlungen beeinflussen und damit dann aber eben, sagen wir mal, aus dieser Tiefe heraus eine bewusstere, eine klügere, eine mitfühlendere, eine verständnisvollere Antwort zu finden auf eben genau die Situation, der ich gerade begegnet bin. Falls dir an dieser Stelle dieses Bild irgendwie schon bekannt vorkommt und dich das an den U-Prozess von Otto Scharmer erinnert, das ist natürlich kein Zufall, sondern der U-Prozess von Otto Scharmer funktioniert hier ganz ähnlich, wo es um verschiedene Ebenen des Zuhörens, also auch des Wahrnehmens oder des Gewahrseins geht, und dann zu gucken, wie kann denn aus diesem Pre-Sensing der sich entstehenden Zukunft, wie kann denn daraus eine kluge Antwort auf eine bestimmte Situation entstehen. Wenn wir die Aspekte, die wir am Anfang gesehen haben, die alle untrennbar mit einer integralen und ich würde eben vor allen Dingen sagen mit einer integralen spirituellen Praxis verbunden sind, dann können wir sagen, ach so, aha, das Grow-up besteht also darin, dass wir uns einerseits nicht nur dieser Konzepte und Strukturen und Filter, sagen wir mal, bewusst werden, sondern dass wir eben auch zum Beispiel unsere Konzepte und Landkarten ganz bewusst und gezielt und willentlich updaten, also aktualisieren, was übrigens im Prinzip genau das, was wir jetzt ist, was wir jetzt in diesem Moment tun, indem wir uns eben ein modellhaftes, landkartenartiges Verständnis mal davon verschaffen, was ist das denn, was da in mir abläuft, wenn ich durch eine Konzeptbrille schaue und die Wirklichkeit mal wieder als Samsara wahrnehme. Aha, das hat was zu tun mit den Konzepten, die ich bewusst dann wahrnehmen und dadurch verändern kann und dadurch möglicherweise Nirvana näher kommen kann. Das ist also genau dieser Verständnis, dieser Grow-up-Teil, mit dem wir da bewusst und gezielt und willentlich arbeiten. Der Wake-up-Teil ist genau der. Dieses Eintauchen in das bewusste Sein oder in reines Gewahrsein. Unterwegs werden wir dann feststellen, oh, da sind aber einige Reaktionen oder einige Muster, die sich bei mir zeigen, wo ich möglicherweise aus irgendwelchen heftigen Emotionen heraus agiere, also reagiere, unbewusst reagiere. Und das wollen wir umwandeln in eine mitfühlendere, bewusste Antwort, wodurch wir genau unsere Schatten erhellen und unsere Schattenarbeit machen und damit genau die Cleaner-Praxis mit integriert haben. Und wie am Anfang schon gesagt, das Ganze führt quasi unweigerlich dazu, dass wir am Ende in einer anderen Form uns zeigen. Also dass unser Show-up sich durch unsere integrale Zen-Praxis dann tatsächlich eben auch verändert hat. In der buddhistischen Lehre gibt es ja die 3 Zufluchten. Da gibt es ja Buddha, Dharma und Sangha. Was hat das zu tun quasi mit unserer integralen Zen-Praxis oder wie hängt das zusammen? Wie spielt das hier rein?
Der Aspekt des Buddha ist ja das Individuelle, also aus der ersten Person Perspektive Erkennen und Wahrnehmen unserer wahren Natur. Also das quasi ist deine individuelle Praxis und auch deine individuelle Erkenntnis, das, was du quasi für dich erkennen kannst, wer du denn wirklich bist oder wer du nicht bist letzten Endes. Dharma ist, wie gesagt, ist die Lehre und ist hier eben eine auf der Basis buddhistischer Philosophie, aber eben integral informierte Darstellung der philosophischen Grundlagen, die wir wissen müssen, würde ich sagen, wo ein hinreichendes Verständnis erforderlich ist, um eben genau in die individuelle und persönliche Erkenntnis zu kommen. Und ganz unschätzbar und unverzichtbar ist das Element Sangha, also die Gemeinschaft. Eben genau der Austausch oder die gemeinsame Praxis in einer Gruppe, in einer Praxisgruppe und in einer Gemeinschaft. Deswegen werden wir in dem Kurs Integrale Zen-Praxis eben genau gucken, wie wir alle diese 3 Elemente immer wieder nutzen werden und immer wieder miteinander verschränken können, sodass du und wir alle letzten Endes mit der gemeinsamen Praxis immer eintauchen können in ein tieferes Verständnis und in ein tieferes Erkenntnis, also ein Erkennen dessen, wer wir denn wirklich sind. Wenn dich diese Geschichte mit der integralen Zen-Praxis interessiert und du da tiefer eintauchen möchtest, ich biete einen Kurs an, der besteht aus einem Akademiekurs, wo wir uns die philosophischen Grundlagen erarbeiten, und einer 6-wöchigen Praxisgruppe, wo wir eben gemeinsam in einer kleinen Sangha, in einer Praxisgruppe miteinander praktizieren. Die Praxisformen, die wir da üben, sind neben verschiedenen Meditationen, die du übrigens in der Zeit dann natürlich sinnvollerweise auch alleine üben wirst, sind vor allen Dingen aber eben eine, sagen wir mal, sehr eng an den Mondo-Zen-Dialogprozess von Jumpo Roshi angelehnte Dialogpraxis, wo wir in der Gruppe selber eben genau eine Dialogpraxis üben, mit der wir unsere Konzeptfilter und unsere Konzeptlandkarten dekonstruieren können und dadurch quasi wirklich praktisch üben können, wie das denn geht, wie man, wenn man so will, durch diese Konzepte hindurch bewusst oder gewahr zu sein. Wenn du Interesse daran hast, die Sachen sind hier unten verlinkt. Ich würde mich freuen, dich in dem Kurs zu sehen.